Hier extra in eine sehr ländliche Region gefahren, weil hier soll es nämlich Leoparden geben. Und gestern Abend haben wir sogar einen gesehen, da war es schon sehr dunkel, deswegen haben wir es auch nicht geschafft zu filmen und der war halt auch schnell wieder weg. Aber wir haben extra auch nochmal auf YouTube recherchiert, was die für Geräusche machen. Und genau das haben wir gehört. Einmal so ein sehr lautes Fiepen und dann natürlich wie so ein Löwe so ein lautes Wah. Und das haben wir halt gehört und dann habe ich es auch mal so rascheln hören und dann habe ich rausgeguckt und dann mit der Taschenlampe geleuchtet, da leuchten dann so diese beiden Augen und dann haben wir auch den Leoparden gesehen, aber der war echt nur so 5 Meter vom Van entfernt, ist dann aber natürlich dann weggelaufen. Und jetzt sind wir hier am Tag nochmal auf der Suche, ob wir die hier irgendwo finden. Wir wissen nicht genau, wo die sich jetzt hier so verstecken, es ist ein sehr großes Gebiet, aber wir laufen jetzt hier nochmal ein bisschen rum, haben eben mit der Drohne schon geschaut, ob wir irgendwas sehen. Aber vielleicht kommen die heute Abend zurück. Ein Stück weiter kann man ja auch so Leoparden-Safari buchen, dass man da mit so einem Jeep rumfährt und so einem Guide, aber das machen wir nicht, das ist ja richtig langweilig. Wir laufen lieber hier zu Fuß rum und gucken mal selber und hoffen, dass die alle satt sind. Aber Laura saß gestern Abend auch im Dunkeln draußen und hat telefoniert, obwohl da die ganzen Leoparden drumherum saßen. Und ich habe noch gesagt, Laura, da sind überall Leoparden. Und sie so, nee. Und eine Stunde später haben wir einen gesehen. Endlich nach irgendwie gefühlt 2000 Kilometer Autofahren hat sich die Landschaft auch ein bisschen geändert. Jetzt haben wir hier so ein paar Hügel mal. Sonst war es echt immer alles komplett flach und alles voll mit Landwirtschaft. Beziehungsweise dann weiter in Rajasthan war es dann ein bisschen mehr trockene, nein nicht Wüste, aber trockenere Landschaft. Good luck! Es waren hier gerade welche, die hier so Safari machen. Und er meinte, es ist ein guter Ort, weil die kommen hier dann abends her. Und auch mit der Ziegenherde und so. Hier war gerade eine riesen Ziegenherde. Ist natürlich gutes Essen für die. Goodbye. See you later. Wir wollen jetzt nochmal nach den Leoparden schauen, weil hier waren ja eben schon zweimal Autos mit so einer Safari. Aber ich bin ja der Meinung, wenn wir jetzt hier langlaufen, dann essen uns die Leoparden. Aber Laura denkt das nicht. Ihr könnt ja mal in die Kommentare schreiben, was ihr denkt, ob das jetzt gefährlich ist. Und einer der netten Guides hat uns erzählt, dass die Leoparden halt bei der Dämmerung den Berg runterkommen und dann hier unten sind. Deswegen sind die Chancen jetzt ziemlich hoch und bei iOverlander stand auch, dass ab 5 Uhr die beste Zeit ist, um die zu sehen und es ist schon nach 5. Also hoffen wir mal, dass das was wird. Und nein, die essen uns nicht. Wir sind ja gar nicht deren Beute. Natürlich. Und wenn, nein, hör mal auf. Gestern Abend ist mir auch nichts passiert. So, wir sitzen jetzt hier auf so einem großen Stein und haben eine ganz gute Aussicht. In verschiedene Richtungen. Und hoffen, dass wir dann jetzt gleich Leoparden sehen. Ja. Wir haben Kameras dabei, Drohne, Fernglas, alles. Weil die Männer in diesem Safari-Auto gesagt haben, die Leoparden sind auf der anderen Seite, sind wir jetzt mal hier rüber gelaufen. Beziehungsweise jetzt laufen wir gerade einmal rum. Aber noch haben wir nichts gesehen und nichts gehört. Vielleicht da, in dieser Höhle. Wenn ich Leopard wäre, dann würde ich doch da wohnen, oder? Mal weiter gucken. Das Jahr war das Coole, dass wir jetzt hier mit dem Van reisen, im Leopardengebiet. Dann können wir einfach heute Nacht hier bleiben und lauschen und jetzt gemütlich Essen kochen. Und wenn wir was hören, dann können wir einfach rausschauen. Allgemein war es am Abend immer recht laut mit Musik aus verschiedenen Richtungen und anderen Tiergeräuschen. Zwischendurch haben wir die Leopardenlaute aber gehört, konnten sie aber nicht sehen. Wir brauchen echt mal so eine Wildtierkamera mit Bewegungsmelder. So eine wollten wir echt schon lange mal kaufen. Naja, neuer Tag, neues Glück.
Unser Morgen beginnt richtig lustig, weil der Safari-Guide, den wir gestern kennengelernt haben, der ist gerade hier und hat sich mit uns jetzt unterhalten. Jetzt haben wir ihm Tee angeboten und ja, jetzt trinken wir gleich zusammen Tee am Feuer und dann holen wir uns noch ein paar Safari-Tipps rein. Er meinte, es ist gerade Paarungszeit und hier sind so 8 Leoparden in der Gegend. Wir haben ja immer gesagt, wir wollen dieses auch Leute mehr zum Tee einladen und so übernehmen. Und deswegen haben wir das jetzt hier gemacht. Und unser Gast kriegt erstmal einen schönen schwarzen Tee und ein paar Datteln. Ah ja, and tea from Turkey. Ha. Als wir im Supermarkt in Jodhpur waren, haben wir uns noch hier diese Kokosnüsse gekauft. Die kann man gar nicht essen, sondern das ist echt nur zum Trinken, also so wie eine Limo. Ja, und wir haben uns so Edelstahl-Strohhalme gekauft, weil wir noch vorhaben, ganz viele Kokosnüsse mehr zu konsumieren und dann nicht jedes Mal einen Plastikstrohhalm benutzen wollen. Ja. Prost! Prost. Und wenn man die ausgetrunken hat, dann kann man immer Kugelstoßen damit machen. Ja. Oh, ne? Sehr gut. Toll. Olympia gewonnen. Ich glaube auch. So, jetzt sitzen wir doch hier in so einem lustigen Touristenjeep, weil der Guide war jetzt eben vorbeigekommen und ja. Hat jetzt Leute mitgenommen. Jetzt Die sitzen dürfen wir auch hier. mitnehmen. Okay, wir machen gerade einen Zwischenstopp auf so einem Berghügel und gucken mit den Ferngläsern, ob wir irgendwo die Leoparden sehen. Vielleicht müssen wir noch zu diesem anderen Berg darüber. After this rock, behind this rock. Oh, behind this rock, yeah. Now you can see. Good news is Oh, yeah. there. Da ist der Leopard. She wanted to hide. Auch ganz schön riesig. Und wir haben gehört, dass das eine Mami ist und da sind noch Babys. Aber wir wollen die auch nicht stören, deswegen sind wir schon ein bisschen vorsichtig. There. So entspannt. Ja, ist ja richtig cool. Jetzt sind wir echt nur so 10 Meter weit weg und können jetzt zugucken und die sitzt da so ganz ruhig und das ist wohl die, die auch die 3 Babys hat, aber die sind natürlich jetzt hier irgendwo noch in der Höhle versteckt. Nach irgendwie 11 Monaten, wenn die Babys dann groß sind, dann verlassen die halt die Mutter und suchen ihr eigenes Revier. Also man muss jetzt nochmal sagen, dass hier halt die Belgier, also ein belgisches älteres Pärchen, hat diese Tour gebucht und haben halt gesagt, als sie uns gesehen haben, kommt doch mit. Also der Guide hat gefragt und die haben gesagt, ja kein Problem, wir bezahlen dafür ja eh, sind noch Plätze frei im Auto. Und ja, mega nett. Ja, und jetzt sind wir alleine im Auto, weil wir noch zurück nach Hause müssen und die ihr Auto hier in dem Dörfchen stehen haben. Wow, jetzt haben wir sogar hier bei unserem Felsen nochmal 2 Leoparden gesehen, die da oben sitzen. Ja, und Also- ungeübte Augen wie wir sehen die einfach nicht. Nee, und er hat das eben beim Fahren, hat er die gesehen. Richtig krass. Ja, also die leben da. Neben uns, neben unserem Van. Toll. Ja, also ein super Tag für uns. Und der Platz hier ist halt auch richtig ruhig. Also unsere Laune ist auch schon viel besser, weil wir jetzt hier echt mal ein bisschen Ruhe haben, entspannen können. Und wir haben Leoparden gesehen. Also echt tolle Erlebnisse hier. Laura sitzt jetzt auch schon wieder draußen und telefoniert. Wir waren eben noch mal bei diesen beiden Leoparden, die wir ganz zu Ende gesehen haben. Die sind inzwischen weg. Also die laufen jetzt hier irgendwo rum. Und jetzt sitzt sie da wieder im Dunkeln auf dem Stein und telefoniert. Mal sehen, ob die noch gegessen wird heute.
Nein, wahrscheinlich nicht. Wir sind jetzt von unserem Leopardenplatz ein Stück weiter gefahren, haben unseren Van jetzt aber hier geparkt, weil wir wollen jetzt noch Krokodile sehen. Da gibt es so einen Teich und da sind die wohl. Also drückt uns die Daumen, dass das was wird. Wir laufen jetzt hier dahin, sind mit Drohne ausgestattet und hoffen, dass wir die da entdecken. So haben wir uns ja Indien vorgestellt. Hier schöne Natur, wilde Tiere, Leoparden. Ja, uns tat das jetzt voll gut, hier mal kurz durchzuatmen, mit nicht so vielen Leuten zu sprechen, nicht oft nach einem Selfie oder gar nicht nach einem Selfie gefragt zu werden. Das war auf jeden Fall voll gut, auch wenn diese Orte ein bisschen schwieriger in Indien zu finden sind. Okay, da ist der Teich mit den Krokodilen. Jetzt müssen wir natürlich auch ein bisschen aufpassen, dass sie uns nicht essen. Schwieriger zu sehen, als wir dachten. Da? Na, da aber klar, ein Fischbein ist halt irgendwie schwer zu sagen. Da merkt man, wilde Tiere finden ist auf jeden Fall was man irgendwie trainieren muss, wo man die Gegend und so kennen muss, weil wir die Krokodile jetzt auch nicht gefunden haben. Die sind ja auch sehr gut getarnt mit ihren Farben und dann kann man die nicht wirklich von Steinen unterscheiden. Und wir wissen auch gar nicht, ob jetzt so die Zeit ist, wo sie draußen sind oder ob sie jetzt alle irgendwie im trüben Wasser unter Wasser sind. Aber naja, es war trotzdem voll der schöne Morgen. Wir haben jetzt mal wieder einen blauen, klaren Himmel und wer weiß, vielleicht sehen wir ja noch mal irgendwann Krokodile hier in Indien. So, du stehst auf der Straße mit deinem Motorrad. Achtung, jetzt kommt das ein Vieh. Schön warm. Achtung, Buckel. Oh mein Gott! Der ist ja klein. Der ist richtig süß. Der hat wahrscheinlich gerade in der Vogel. Hammer, jetzt sind wir ja gerade auf dem Weg auf der Landstraße und hier ist so ein kleiner Teich und da sind jetzt die Krokodile. Wir haben Krokodile in Indien gesehen. Hammer. Sind auch deutlich zu erkennen. Ja. So haben wir uns das ja vorgestellt. Sind auch ganz schön groß. Damit wir die noch besser sehen können, haben wir jetzt wieder die Drohne rausgeholt und dann können wir die uns von ganz nahen angucken. Also ich muss schon zugeben, dass ich an Wildlife und Tiere, die wir sonst nur aus dem Zoo kennen, nicht gedacht habe, als wir gesagt haben, wir wollen nach Indien fahren, sondern wir haben vielmehr an die Menschen, die Tempel, das Bunte und Laute und so gedacht und an verschiedene Orte, als jetzt daran, dass wir halt echt Krokodile und Leoparden sehen. Und ich meine, hier gibt es ja auch irgendwie im Land Tiger oder wilde Elefanten. Das ist schon richtig cool. Und davor so, wo sind sie? Richtig cool. Und was ja auch voll krass ist, dass sie so richtig nah neben der Stadt wohnen. Also in Deutschland hat man so Angst, oh mein Gott, der Wolf kommt zurück. Und hier ist es einfach Teich, See, was auch immer. Und direkt das Dorf. Und es funktioniert ja irgendwie. Also klar, es gibt immer mal Unfälle mit Tigern und so weiter. Aber die Normalität ist ja schon, dass so wilde Tiere Menschen eher in Ruhe lassen. Also mega cool. Die nächste Episode wird etwas anders. Wir erzählen mal von unseren schlechten Erfahrungen in Indien und wie es wirklich ist, hier zu reisen. Fahrt bloß nicht nach Indien, das ist echt Katastrophe. Also ihr müsst euch das vorstellen, dieser Van und 25 fremde Männer um unseren Van rum und dann fingen die halt an zu klopfen. Ja, es war sowas zwischen Wut und ich weine Wir waren gleich. einfach richtig sauer. Alle 4 Tage denken wir, wie können wir dieses Land verlassen? Ja.
Also, wenn euch das zu negativ wird, sind wir euch nicht böse, wenn ihr das Video überspringt. Wir finden es aber wichtig, Erfahrungen ehrlich zu teilen, weil durch Reisefilme oder Instagram-Fotos Orte oft schöner aussehen, als sie in Wirklichkeit sind. Und nicht, dass jemand hierher kommt und dann enttäuscht und völlig überrascht ist. Also, danke fürs Zuschauen. Grüße aus Indien.